Also ich habe ja eine sehr umfangreiche CD-Sammlung und ich bin, als ich mich einfach allgemein mit Rimskij-Korsakow näher beschäftigen wollte, bin ich auf diese Aufnahme gestoßen, die ich irgendwann mal vor Jahren, ich glaube, auf dem Flohmarkt gekauft hatte. Und ich war von der ersten Minute an vollkommen gebannt von den Klängen dieses Stückes. Es ist wirklich ein Märchen. Zum Teil kennen wir auch in unserem Kulturbereich bestimmte Figuren, die auftauchen. Hexe, Teufel, das junge Liebespaar, was Schwierigkeiten hat, zueinander zu kommen. Und ich fand es gleichzeitig so wunderbar exotisch. Rimskij-Korsakow hat sich selbst eine Spielwiese geschaffen, wo er einerseits ganz derbe Komödiensituationen schafft, dann auch sehr poetische Momente, die sehr viel mit der männlichen Hauptfigur zu tun haben, dem Schmied Wakula, der sich auf eine wundersame Reise macht durch das All. Und das ist so eine Geschichte, dass es doch immer wieder gelingt, Unmögliches zu verwirklichen. I'm a stunt coordinator. For this production specifically, I'm the flight director. I choreograph the aerial elements. Aerial director or stunt coordinator, it starts from a dream, and I decided to just remain one. And in my life path, I chose different hobbies and they became my profession. So different skills, including fighting, fire, aerial and water, all the elements together. It starts as curiosity and it becomes the job. The job is divided to two different elements, the technique of flying and the art. But actually the art is technique, the technique is the art. It's the yin and yang situation, the combination of both. And not to forget that there's also orchestra, so you're also elaborating on top of that as well. Die Nacht vor Weihnachten von Rimskij-Korsakow ist ein ganz großes Geschenk. Es gibt große Chöre, es gibt kleinere Chöre. Alle singen diese Koljadas, die ukrainischen Volkslieder. Das Wichtige für meine Arbeit an diesem Werk ist natürlich, dass man immer mit der Dramaturgie des Textes mitgeht. Ich war so neugierig, auch wie wird das klingen mit dem Orchester zusammen, weil ja niemand damit Erfahrung hat. Keiner hat Erfahrung. Ein einziger Sänger auf der Bühne hat das jemals gesungen. Ansonsten ist jeder gespielte Ton hier zum ersten Mal erklungen.
Rimski-Korsakow ist ein Meister der Instrumentationskunst. Dennoch haben wir es auch ein bisschen mit einem Parallelen zu tun. Der kecke Freischützchor, wo Max ausgelacht wird, dieser Lachchor, der ist, ich will nicht sagen fast 1:1, auch übernommen worden. Also da stockt mir der Atem teilweise, wenn ich russische Musik höre, und ich lehne mich zurück und fühle mich komplett zu Hause. In dem Stück werden von Rimski-Korsakow eigentlich unglaublich große Gegensätze vereint, so dass man doch hoffnungsvoll auf eine Zukunft gehen kann und soll, in dem, was scheinbar Feinde sind, auch Freunde werden können.